Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich auch sehr über die Menschen, die mit mir im Live-Chat dabei sind, wenn das Video als Premiere zum ersten Mal hochgeladen wird. Auch in diesem Video arbeite ich auf einer quadratischen Leinwand. Sie ist 80 x 80 cm groß und zunächst gestalte ich hier eine Hintergrundbemalung in 3 Farben. Die 3 Farben sind ein graues Blau, ein Ultramarin und ein blasses Violett. Das Werkzeug, was ich hier in der Hand habe, ist ein Catalyst Wedge und mit diesem habe ich bereits mit flüssigen Acrylfarben gearbeitet und wollte einfach mal wissen, wie es ist, wenn ich etwas dickflüssigere Acrylfarben damit verarbeite. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, was an Strukturen dabei herausgekommen ist. Aber aufgrund der Beschaffenheit des Werkzeugs kratzt dieses immer mal wieder ein paar Spuren in die Leinwand, was auch sehr schön ist. Doch ich möchte die weißen Stellen momentan noch nicht sehen, sodass ich danach erst nochmal zum Pinsel greife und das Ganze wieder etwas mit Pinselstrichen verdecke. Ansonsten sind mir natürlich sehr viele Ideen gekommen, was man demnächst mit diesem Tool alles anstellen könnte. Nach Fertigstellung meiner Hintergrundbemalung wird diese mit dem Föhn erstmal trocken geföhnt. Ich könnte die Leinwand auch so trocknen lassen, aber ich möchte ja auch zügig weiterarbeiten. Mir schwebt heute eine abstrakte Acrylmalerei mit meinem großen Rakelwerkzeug vor. Und ich habe mir überlegt, was denn schön auf Blau aussieht und habe dann zu einer sehr schönen Reflexfarbe gegriffen, nämlich zu dem Reflexgelb. Was im Grunde genommen sofort aufgefallen ist, dass sich die Leiste der Leinwand heute sehr stark durchdrückt. Das habe ich also so noch nicht erlebt. Wenn man eine Leinwand kauft, sind immer auch kleine Holzplättchen dabei, die man dann hinten in den Rahmen einstecken oder auch ein bisschen einschlagen kann, vorsichtig. Und die sollen angeblich dafür sorgen, dass eine Leinwand mehr unter Spannung kommt. Ich habe die früher benutzt, ich benutze sie inzwischen nicht mehr, weil sich bei mir schon mal ein Rahmen mit der Zeit verzogen hat. Und das war aber auch, muss ich dazu sagen, ein etwas minderwertiger Rahmen. Dort hat sich dann das Holz gespalten. Deswegen bin ich, was das angeht, ein bisschen geteilter Meinung. Ich denke, man kann diese Holzplättchen einsetzen, aber ich setze sie nicht mehr ein. Nun denke ich mir aber, dass sich im Laufe der Farbaufträge, dass sich das Problem mit den sichtbaren Kanten der Leisten dann mehr oder weniger geben wird. Wenn ich in der Rakeltechnik arbeite, dann ist es ja sehr oft so, dass ich sehr viel mit Kontrasten spiele. Und hier habe ich zunächst einmal die Idee, in einer gewissen Farblinie zu bleiben. Das heißt also nicht unbedingt mit Kontrasten zu arbeiten. Natürlich kann man jetzt sagen, dieses etwas gedecktere Orange ist schon ein Kontrast zu dem Blau, aber es liegt ja noch eine Schicht von dem Reflexgelb dazwischen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Reflexgelb, dort wo es dünner aufgetragen worden ist, dazu neigt, mit dem Blau zusammen ein Grün zu ergeben. Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass ich bei diesem Bild kein einziges Mal ein Grün auftrage und trotzdem am Ende sehr viele Grüntöne auf der Leinwand zu sehen sein werden. Das Weiß lege ich mir jetzt als Farbschicht dazwischen, um hinterher ein paar Highlights auf der Leinwand zu haben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass dieses Weiß hinterher zu sehen sein muss, aber es ist ja ein Unterschied, auf welchem Hintergrund ich eine Farbe auftrage, und bei einem hellen Hintergrund wirkt eine Farbe immer anders, als wenn ich sie auf einem dunklen Hintergrund auftrage.
Trotzdem ist es mir jetzt natürlich wichtig, dass mit der weißen Farbe die anderen nicht zu stark verdeckt werden, und deshalb setze ich nur hier und da ein bisschen davon an und trage die Farbe auch nicht so dick auf mein Werkzeug auf. Nachdem die Farbschichten eher pastellig geworden sind, setze ich jetzt mit einem kräftigen Rot an und gebe damit zum ersten Mal wirklich einen starken Kontrast hinein. Und ich bin tatsächlich sehr auf die Wirkung gespannt, die es gleich haben wird, denn eine sehr starke Veränderung im Bild erfordert auch, dass man sich auf neue Situationen einstellt. Und dann gibt es meistens kein Zurück, sondern es gibt dann nur noch die Idee, an der Stelle weiterzumachen. Und deshalb entscheide ich mich für ein sehr dunkles Rot, fast schon ins Lilafarbene gehend, und setze damit nochmal einen dunkleren Farbton auf die Leinwand. Wie ihr seht, säubere ich nicht immer mein Rakelwerkzeug. Das gestalte ich je nach Gefühl und der Idee, was passiert, wenn ich die Farben unterhalb des Werkzeugs lasse. Und oft ergeben sich dadurch auch wunderbare Farbschlieren. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, welche Farben unter dem Werkzeug sind und welche Farbe ich gerade auftragen möchte. Denn gerade Komplementärfarben könnten dazu führen, dass ich ein grünes Grau auf der Leinwand produziere. Ich glaube, in dieser Kombination habe ich mit roten Farbtönen so noch nicht gearbeitet und es tat richtig gut, diese warmen und satten Farben auch auf einer Leinwand zu sehen. Nachdem ich jetzt den Farbauftrag immer habe dunkler werden lassen, werde ich jetzt stückweise wieder ein bisschen heller. Ich nehme allerdings keine neuen Farben dazu, sondern ich nehme die Farben, die sich bereits auf dem Bild befinden, und werde damit dann jetzt noch ein paar Bahnen ziehen. An dieser Stelle habe ich witzigerweise die 3 Grundfarben auf meiner Leinwand, Blau, Gelb und Rot. Und weil mir die rote Farbschicht momentan etwas zu harmonisch ist, nehme ich mir eine kalte Farbe, einen hellen Rosaton und gehe damit als nächste Farbschicht in die existierende rote Farbschicht hinein. Vorher war die Leinwand sich sehr ähnlich, wie gesagt sehr harmonisch, und allein dadurch, dass die erste Bahn in dem kalten Rosa aufgetragen worden ist, habe ich jetzt etwas Neues, eine Veränderung auf dem Bild und kann dann wiederum mit einem Anschluss weitermachen. Es hätte jetzt hier viele Möglichkeiten gegeben. Ich hätte mir auch den Blauton vom Anfang auf das Bild holen können, weil ich im Gegensatz zu anderen Rakelbildern sehr viel von dem blauen Untergrund noch sehen kann. Aber ich habe mich dazu entschieden, den gedeckten Orangeton von ganz am Anfang des Bildes zu nehmen. Ich finde allerdings, dass dann nochmal ein stärkerer Kontrast gesetzt werden muss und greife zu dem Reflexgelb vom Anfang und sofort entsteht wieder ein anderes Bild.
Und das finde ich hier im Moment sehr schön, dass ich dann überlegen kann, so wie jetzt an dieser Stelle, wie mache ich weiter? Wo setze ich einen Akzent? Denn ohne es großartig zu merken, bin ich langsam bei der Detailarbeit dieses Bildes angekommen. Ihr werdet vermutlich nicht glauben, was ich danach für eine Farbe ausgesucht habe. Ich habe zu einer sehr dunklen Farbe gegriffen. Es ist ein blauer Farbton. Und wenn ihr jetzt dabei zuseht, hat es fast den Gedanken von Zerstörung eines sehr harmonischen Bildes. Und zugegebenermaßen habe ich danach innegehalten, um mir mein Bild von allen Seiten und auch auf einer Leiter stehend anzugucken, ob sich das verträgt. Ich fand es faszinierend, diese Zäsur in diesem Bild zu haben. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass diese Farbe alleine so nicht bestehen kann. Habe deshalb zu dem hellen Weiß gegriffen, habe dann bemerkt, dass das Bild in eine völlig andere Richtung geht und war mir aber sicher, dass es dem Bild richtig gut tun wird, wenn ich jetzt nochmal die reflexgelbe Farbe vom Anfang in einer der Ecken dieses Bildes auftragen werde. Es wird Zeit, das Bild farblich zu beenden. Und was könnte es Schöneres sein, als dieser wunderbare Rotton, der mich vorhin schon fasziniert hat, der jetzt unter den Farbschichten untergegangen ist. Und ich hole ihn jetzt noch einmal auf die Oberfläche zurück und setze damit einen wunderbaren, warmen Akzent und auch einen Kontrast zu der dunklen blauen Fläche, die sich jetzt inmitten des Bildes befindet. Nach dem Farbauftrag mit der dunkelblauen Farbe ist mir tatsächlich kurz das Herz stehen geblieben, ob das wirklich das Richtige für das Bild war. Aber das könnt ihr gleich selber entscheiden. Zunächst gibt es einmal die Kamerafahrt über das noch nasse Bild. Und hier kann man sehr schön sehen, wie die einzelnen Farbschlieren, die Farbinseln, die unterschiedlichen Farbschichten und selbst die Hintergrundfarbe sich noch auf diesem Bild präsentieren. Bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild lässt sich mal wieder feststellen, dass Acrylfarben grundsätzlich dunkler auftrocknen. Das heißt, ich habe in der Mitte eine recht dunkle Farbfläche, die meiner Ansicht nach dem Bild richtig gut tut. Vor allen Dingen, weil das Rot leicht angedeutet durch die Fläche geht und der dunkle blaue Farbton auch teilweise einem grünen Farbton gewichen ist. Zum Abschluss zeige ich euch einmal das fertige Bild,
wie es an der Wand hängt und wie es mein Favorit ist. Denn man könnte es ja auch noch an 3 verschiedenen anderen Seiten aufhängen. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass die warme rote Fläche links unten ist. Ich in der Mitte sozusagen die dunkle blau-grüne Fläche habe. Oben rechts nochmal ein Echo in Rot. Und dafür oben links die Fläche in gelb-grün. Mir gefällt auch ganz wunderbar dieser zarte, rosafarbene, etwas nach links sich neigende Streifen, der quer durch das Bild geht. Wenn die Kamera gleich nochmal zurückgeht, nehmt ihr den mit Sicherheit wahr, denn dieser endet dann in der dunklen blauen Fläche. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich über konstruktive Kommentare zu diesem Video. Ich freue mich auch sehr über ein Like von dir. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.